Du. Was für ein schöner Tag heute. Wer zum Teufel bist du? Mach ein Fetch and Call Video. Jetzt. Okay. Hey. Soweit ich weiß, gibt es bislang noch kein deutsches Video, das die Haltung von Camponotus Fetch and Call erklärt. Bis jetzt. Fangen wir mal mit den grundlegenden Informationen an. Die Königin kann eine Größe von 12 mm erreichen. Ihre Farbe variiert jedoch von gelb bis zu einem schwarzen Kopf bis zu leicht rötlich, aber diese Variante ist halt ziemlich selten. Die Größe der Arbeiter variiert zwischen 6 mm und 12 mm. Das hängt davon ab, ob sie jetzt Majore oder Minoren sind. Die Luftfeuchtigkeit sollte in der Arena zwischen 30 und 50% liegen, im Nest sollten sie jedoch 50 bis 70% haben. Die Temperatur in der Arena sollte so um die 18 bis 35 Grad sein. Das Nest sollte aber konstant bei 24 bis 28 Grad liegen. Je nach Region des Fanges kann eine Kolonie eine Tierpause haben. Meine zum Beispiel hält keine. Aber im Normalfall wäre diese dann von Ende Oktober, so Anfang November bis März. Die Koloniengröße ist noch nicht so stark erforscht, da bislang noch nicht so viele Halter dieser Art hatten. Aber eines kann ich sagen, die Kolonie wird vermutlich genauso groß wie eine normale Camponotus-Art, also von 1000 Workern kann man schon ausgehen. Die Kolonie beginnt mit dem Schwarmflug so Mitte März, aber mehr kann ich auch nicht sagen, da meine Kolonie jetzt selber noch nicht geschwärmt hat. Aber jetzt komme ich mal zu meinen persönlichen Erfahrungen. Also Camponotus Fetch and Call ist eine wirklich schöne Ameisenart und ich kann sie nur weiterempfehlen. Die Farbe ist was ganz Besonderes. Siehe mal Mesobarbarus oder Alasius niger. Die Arten sind meistens rot, oder okay, rot ist eher so eine Nebenbeifarbe, aber meistens schwarz. Und Camponotus Fetch and Call ist halt gelb oder die Königin auch teilweise beim Kopf schwarz. Aber die ist was ganz anderes als eine Messer oder eine Alasius niger zum Beispiel. Und sie ist ja auch groß im Vergleich zu den Arten, die ich jetzt genannt habe. Hier kann ich eigentlich nur sagen, lasst die Ameisen noch einfach in Ruhe und schaut nicht ständig hinein. Ich habe zum Beispiel bei der Ankunft von den Ameisen noch reingeschaut oder von der Königin, gecheckt, ob sie noch lebt nach dem Versand, habe sie wieder reingetan und nach 3 Wochen waren die ersten Worker da. So einfach geht das. Und wenn die ersten Worker mal da sind, ist es nicht so schlimm, wenn man reinschaut, weil bei mir war das so, ich habe zu oft reingeschaut, nachdem die Worker schon da waren und habe dann gemerkt, oh okay, die Königin frisst die Brut immer auf, weil ich zu oft reinschaue. Ab dem Stadion ist es eigentlich nicht mehr so schlimm, weil die Worker die Königin unterstützen, aber trotzdem sollte man das nicht zu oft machen. Was noch nennenswert an der Stelle ist, ich habe gemerkt, dass die Königin oder die Kolonie keine anderen Insekten nehmen außer Fliegen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil sie noch klein sind. Und wenn sie größer werden, werden sie bestimmt mal Heimchen oder so aufessen. Und Zuckerwasser sollte man auch nur über ein Reagenzglas mit Watte füttern. Weil, ich habe schon von einem Kollegen gehört, dass die Kolonie verstorben ist, weil sie in einem ganz kleinen Zuckerwassertröpfchen ertrunken ist. Also die Tiere sind zum Teil tollpatschig. Sie sind auch in einem Wüstenbecken, wie man hier im Hintergrund die ganze Zeit sieht und wie gesagt, die Temperatur beträgt so meistens, ja, 25 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit ist auch so 50 bis 70%. Das Becken ist vielleicht etwas zu groß, aber langfristig gesehen ist das gut. Also sie haben ein 80 x 35 Becken mit einem schönen Deckel, der vor ein paar Tagen gekommen ist. Der ist echt gut, muss ich sagen. Echt gut. Und war nicht so teuer. Ich bin wohl auf, dass die Camponotus Fetch and Call sich jetzt in der nächsten Zeit prächtig entwickeln wird und nicht so wie die Alasius niger, die nach nicht einmal 2 Jahren verstorben ist.